Sagst du manchmal B für den Buchstaben B? Viele machen das, und dann gibt's Chaos beim Buchstabieren. Heute zeigen wir dir einfache, schnelle Wege für das deutsche Alphabet A1, wirklich machbar. Du kannst es dann sofort im Alltag nutzen, zum Beispiel am Schalter oder am Telefon. Genau, und wir kümmern uns gleich um die fiesen Laute Ä, Ö und auch das SZ. Außerdem kriegst du kleine Tricks, damit dein Name klar und deutlich ankommt. Also, ja, heute wird's praktisch, kurz und effektiv. Hey, ich bin Tim, schön, dass du da bist. Und keine Sorge, wir starten langsam, aber es wird trotzdem lebendig. Du hörst gleich viele Beispiele, damit du's echt fühlst. Und wenn du das später üben willst, die ganze Lektion ist auf Vokabli. So, zurück zum Thema, lass uns erstmal die Idee klären, wozu das Alphabet hilft. Du brauchst es, wenn jemand sagt, können Sie das buchstabieren, oder wenn dein Name im Café falsch auf dem Becher steht, haha. Ja, das passiert mir ständig. Also, super kurz. Die Buchstaben heißen im Deutschen nicht wie im Englischen. B heißt B, D heißt D, J heißt J, W heißt W, V heißt V und Z heißt Z. Das sind, finde ich, die wichtigsten Stolpersteine am Anfang. Und Ä, Ö, Ü sind einfach Varianten von A, O, U, nur mit einem anderen Klang. Ä klingt wie ein offenes E, also E. Ö ist so, rundes Ö. Und Ü, ja, Lippen nach vorn, wie Ü, nicht U. Bevor wir erklären, machen wir direkt ein kleines Rollenspiel, okay? Stell dir vor, du bestellst einen Kaffee und die Person fragt, Ihr Name? Du sagst einen Namen mit Ü, damit wir gleich üben. Los geht's. Ich bin die Barista. Wie ist der Name? Jürgen. Und dann buchstabiere ich langsam J, J, Ü, Ü, R, R, G, G, E, E, N, N. Also, J, U, R, G, E, N, N. Fertig. Sehr gut. Und du kannst auch sagen, Jürgen, mit Ü, das hilft echt viel. Wenn jemand U versteht, wiederholst du freundlich, nein, Ü, wie in über, ganz ruhig, kein Stress. Genau. Und wenn du unsicher bist, nimm ein Beispielswort Ü wie über. Das ist wie eine Mini-Lebensrettung. A wie Auto, Ö wie Österreich, wie Äpfel, das geht auch. Kleiner Tipp gegen peinliche Momente, sag nicht Bay für B. Eine Hörerin schrieb uns, sie sagte mal Bay, und die Lehrerin stoppte den ganzen Raum, haha. Richtig ist B. Humor hilft, aber besser du kennst es vorher. Ja, und viele verwechseln V und W. V ist V wie Vater und W ist W wie Wasser. Wenn du's mischst, hört die andere Person vielleicht einen ganz anderen Namen. Okay, noch ein kleines Praxisbeispiel, diesmal am Empfang im Hotel. Ich frag nach deinem Nachnamen, ja? So übst du ruhig und klar zu sprechen. Gerne. Mein Nachname ist Weber. Und dann buchstabiere ich W, E, B, E, R. Und ich sag noch mit W, also W, nicht V. Das macht's eindeutig. Super. Und wenn dein Name ein SZ hat, sag einfach SZ oder scharfes S. Zum Beispiel Straße, SZ am Ende. Viele Deutsche sagen wirklich SZ, das ist ganz normal. Noch ein Punkt. Y heißt Y. Nicht oft im Alltag, aber gut zu wissen, zum Beispiel in Namen oder in Yoga. Naja, fast. Und C ist C, Q ist Q, X ist X. Das reicht erstmal. Jetzt kurz zu Methoden, weil das oft diskutiert wird. Manche sagen, nur Immersion, also einfach mit Deutschen reden. Andere sagen, lieber Kurs und klare Struktur.
Fürs Alphabet, finde ich, helfen beides, aber kurz und gezielt, jeden Tag 2, 3 Minuten. Ja, genau. Ein Lied ist super, ehrlich. Sing die Buchstaben leise, mit Rhythmus A, B, C. Musik bleibt im Kopf. Eine Hörerin schrieb, ich wünschte, ich hätte das früher gemacht. Und Apps mit Spielen sind auch gut, so kleine Quizzes mit Buchstaben. Das macht Spaß und wiederholt automatisch. So festigt sich das im Kopf, ohne dass du's merkst. Mini-Quiz, kurze Pause, okay? Was ist SZ? Erinnerst du dich noch? Ja, klar, das ist dieses SZ, also das scharfe S. Wie in Straße. Wenn du unsicher bist, sag scharfes S, das versteht jeder. Top. Und zweite schnelle Frage. Wie heißt der Buchstabe W im Deutschen? Nicht W. Haha. Das ist W. Und V ist V. Wenn das sitzt, buchstabierst du schon viel klarer. Weiter geht's mit Aussprache. Er klingt wie ein helles E, also, Sag mal, Bär. Nicht Bar. Ö ist vorne rund, wie in schön. Und Ü, stell dir I mit runden Lippen vor, Ü. Genau. Ein schneller Trick. Für Ü, sag zuerst I, dann ohne die Zunge zu bewegen, runde die Lippen, I-Ü. Das hilft fast immer. Und ja, langsam sprechen ist okay. Richtig. Noch ein Fehler, den viele machen, sie mischen ihre Muttersprache rein. Dann wird Weber plötzlich wie BR mit englischem W. Im Deutschen ist das W weich, wie ein V im Englischen. Kurze Geschichte aus einem Café, ein Hörer wollte Cappuccino. Er sagte ganz nervös Cappuccini. Die Barista grinste, aber war nett. Danach hat er zu Hause nur die Buchstaben geübt, CC, Doppel-P und seitdem klappt's. Das zeigt, naja, üben in Ruhe hilft. Du kannst Wörter in Silben sprechen, Cappuccino. Dann Buchstaben fühlen, C, C, A, Oi, A, P, P. Nicht alles auf einmal, Schritt für Schritt. Lass uns noch ein Rollenspiel machen, diesmal am Telefon. Du buchstabierst deinen E-Mail-Namen, okay? Telefon ist schwerer, also mach langsam. Alles klar. Meine E-Mail ist Tim, Weser. Ich buchstabiere TTIMM.WWEESSEERR. Und ich sag dazu W wie W. Perfekt. Und wenn die Verbindung schlecht ist, wiederholst du das kritische Stück, W wie W, nicht V, und ruhig atmen, sonst wird die Stimme zu schnell. Noch was Nützliches. Benutz Ankerwörter. A wie Auto, B wie Ball, C wie Computer, D wie Deutschland. Für Ö, Österreich. Für Ü, über. Für SZ, Straße. So denkt dein Kopf in Bildern. Ja, Bilder sind super. Und Rhythmus auch. Klatsch mal leicht mit, wenn du buchstabierst, J-Ü-R-G-N. Das gibt Tempo, aber trotzdem klar. Viele fragen, ob man das ganze Alphabet auswendig können muss. Ich sag, es hilft, aber du brauchst zuerst die schwierigen Buchstaben. Also V, V, W, W, J, J, Z, Z, Ö, Ü und SZ. Der Rest kommt automatisch. Und wenn du unsicher bist, sag einfach, langsam bitte, oder ich buchstabiere mal. Das ist nett und praktisch. Du führst die Situation, das ist gut. Kleine Wiederholung, ja? 2 Problempaare, V, V, W, W. Und J, J, Y, Y. Sag sie mal laut mit
V, W, J, Y. Genau so. Noch ein Minitipp, schreib dir eine Liste an den Kühlschrank. Jeden Tag 3 Buchstaben laut sprechen mit einem Wort. Heute, wie Äpfel, wie Öl, wie über. Morgen dann Z wie Zelt, V wie Vogel, W wie Wasser. Und, vergiss nicht, Deutsch ist ziemlich regelmäßig. Wenn du die Laute kennst, kannst du schon viel lesen. Klar, es gibt Ausnahmen, aber für A1 reicht das super. Oh, und wenn jemand sagt, nur sprechen, keine Buchstaben lernen, ich sag mal vorsichtig, für den Alltag brauchst du beides. Du willst ja auch Namen, Straßen und Passwörter sagen können. Also kurze, gezielte Alphabeteinheiten, fertig. Genau. Ich hatte mal einen Kurs, da sangen wir das Alphabet wie ein kleines Rap. Es war peinlich am Anfang, aber nach 3 Tagen konnte es die ganze Gruppe. Klang komisch, half aber sehr. Okay, lass uns ein schnelles Training machen. Du sagst einen Namen, ich wiederhole korrekt. Los, nimm Müller. Muller. Ich buchstabiere. R. Und sage noch, Ü wie über. So versteht es jede Person an der Rezeption. Gut. Jetzt Goethe. Viele sagen Goethe, das ist schon nah. Buchstabier mal. J. E. T. H. E. Also G, dann Ö wie schön und der Rest ist echt leicht. Wichtig ist das Ö. Prima. Letztes Beispiel, Straße. Sag es Z, bitte schön langsam. Es stich R. Ach es sieht Und ich füge hinzu SZ, also scharfes S. Dann gibt es keine Verwechslung mit SS. Wenn du jetzt mit uns sprichst, sag kurz nach V, W, J, Z, Ö, Ü, SZ. Dieses Mini-Paket deckt 8 typische Stolpersteine ab. Klingt gut? Klingt sehr gut. Und noch ein letztes Aussprachebild für Ü. Tu so, als pfeifst du leise, aber sag dabei I. Kommt ziemlich nah an Ü ran. Einfach mal vorm Spiegel üben. Wenn du in einer lauten Umgebung bist, wiederhole das kritische Stück 2-mal. Zum Beispiel W, W und dann weiter. Das ist normal, niemand ist böse. Und wenn du Fehler machst, lach kurz und korrigiere. Humor entspannt, wie bei der B-Geschichte. Danach bleibt B im Kopf, versprochen. Hast du übrigens ein Lieblingsankerwort? Meins ist Österreich für Ö. Das Bild ist so klar, ich vergesse es nie. Für Ä nehme ich gern Äpfel. Ich mag über für Ü, total einfach. Und für Z mag ich Zug. Kurz, stark, bleibt hängen. So merk ich es am schnellsten. Okay, konkret zum Mitnehmen. 1. Lerne die Namen der Sonderbuchstaben. 2. Nutze Ankerwörter. 3. Sing das Alphabet leise, mit Rhythmus. 4. Buchstabiere echte Wörter aus deinem Alltag. 5. Achte auf die Paare V, W und J, Y. 6. Wiederhole langsam und freundlich am Telefon. 7. Kleine, tägliche Einheiten, wirklich nur 2 Minuten. Das ist machbar, oder? Total machbar. Und sag uns doch mal, welche 2 Buchstaben verwechselst du am häufigsten? Hast du eine clevere Eselsbrücke dafür? Wir sind gespannt auf deine Tipps. Und wie wir vorhin schon angedeutet haben, die komplette interaktive Lektion mit Transkript, Wortkarten und Übungen ist gratis auf Vocably. Der Link steht in der Beschreibung. Schau da gern rein, übe in deinem Tempo und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao.